Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ja, auf dieser Leinwand möchte ich einen Rand setzen und zwar rechts und links beziehungsweise einmal ringsrum. Und da fange ich einfach wieder an, teile mir die Linie beziehungsweise den Rand auf. Und das kennst du schon, das gibt es schon ein paar Mal in meinem Kanal. Und heute möchte ich eben noch mal was anderes mit einbringen. Und da bin ich schon ganz gespannt und freue mich jetzt schon auf meine Arbeit. Also erstmal die Linien ziehen. Du kannst natürlich einfach eine Leiste nehmen oder ein langes Lineal. Klebe ich mir das einfach ab. Dafür habe ich ja auch so ein schönes Klebeband. Das klebt gut, das lässt sich aber auch wieder gut lösen. Ich versuche es gerade drauf zu ziehen. Und ja, das mache ich jetzt einmal ringsrum. Ja, ich will heute Farbe schmeißen und deswegen hier ist so ein kleiner Rand noch. Und das wäre ganz gut, wenn du den heute auch tatsächlich mit abdeckst. Habe ich alles einmal abgeklebt und jetzt fange ich mit der ersten Farbe an. Ja, herrlich. Das ist so ein toller Farbton. Ich mag den gerade total. Geht ein bisschen ins Grün. Und ja, ich ziehe hier die festere Farbe drauf. Also du kannst natürlich auch wieder den Kleberand so versiegeln, dass da keine Farbe runterläuft. Die Farbe ist aber relativ fest. Die läuft da nicht wirklich viel runter. Und das bisschen finde ich dann eigentlich ganz gut. Dann sieht das nicht so sehr starr aus. Ja. Das fängt doch gut an, das ist doch ein toller Farbton. Ich habe hier noch so einen Rest und den nehme ich jetzt dazu, so ein Eisblau. Das ist ein schönes, kaltes Blau und das finde ich total schön gerade. Und das ist voll Winter jetzt, finde ich. Und ich mag es total gerne im Winter auf die Felder zu gucken, wenn die diesen wahnsinnig dunklen, satten Braunton haben. Der ist hier jetzt noch fast zu hell, aber ich denke, der trocknet nachher auch noch dunkler ab. Auf den Feldern sind ja auch immer diese Spuren zu sehen von den Traktoren und ja, all sowas. Und ja, so Spuren finde ich toll, also die können hier auch rein. Ich wische die immer mal kurz ab. So ein paar Sachen im Kopf und ich weiß noch nicht genau, wie ich sie umsetzen werde. Und ja, deswegen probiere ich mich hier auch immer wieder aus. Und ja, wenn es mir nicht gefällt, mache ich es halt einfach wieder weg. Das ist ja das Schöne an der nasse Arbeit. Also du kannst hier einfach wunderbar auch die Stellen wieder wegnehmen, wenn es dir nicht gefällt. Kommt doch noch irgendwie der Schnee dazu. Ja, denk dir deine Geschichte. Ich habe hier eine Schablone und diesen Schwammpinsel. Ich schreibe dir das alles wieder unter das Video. Nehme ein bisschen Farbe auf. Tupf die einfach da drauf. Damit geht das am besten. Natürlich trotzdem immer gespannt und ja, sieht gut aus, gut geworden. Abwischen, damit auch gerade die Rückseite nicht mit Farbe ist. Hier könnten noch so ein paar Punkte hin.
Dafür nehme ich einfach die Luftpolsterfolie. Macht immer viel Spaß. Und jetzt mal gucken, wie das wird. Okay, mal ein bisschen wenig Farbe. Muss noch was nach. Okay, wohin jetzt? Wohin damit? Hier drauf. Und so viel soll das auch gar nicht sein, sondern so ein bisschen, ja, okay, ich glaube, das ist nicht schlecht. Hier nochmal mit dazu, so einfach so einen Übergang auch schaffen. Ich habe schon viel ausprobiert und jetzt möchte ich es aber mal ein bisschen lockerer noch haben. Hier. Das tut gut. Das gleich nochmal mit dem Pink. Zack. Es macht einfach Spaß, die Farbe darauf zu hauen. Deswegen den Rand abkleben komplett. Das war das, was ich auch im Kopf hatte. Das wollte ich unbedingt machen. Kann das Orange auch noch mal kräftiger da drüber. Herrlich. Jetzt habe ich mich sehr ausgetobt noch. Es hat viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Die Farbe ist ja noch nass. Also guck, dass du die jetzt auch nicht an die Finger kriegst. Sonst war das Abkleben umsonst, wenn du jetzt den Rand anfasst, was bei mir hier wahrscheinlich gleich passieren wird. Aber egal. Ich versuche es ganz vorsichtig zu machen. Es ist sehr, sehr spannend. Es sieht noch gut aus. Auch wenn das jetzt hier natürlich total zusammenklebt. Etwas müßig. Oh je, meine Finger. Vorsichtig mit dem Rand. Oh, super. Das ist gut geworden. Oh Mist, jetzt habe ich hier doch noch was hingefärbt. Der Rest ist toll. Sie hat sehr gut, sehr gut. Thierry. Das ist doch schön. Den Fleck kann ich bestimmt einfach noch wegwischen jetzt. Wunderbar. Es war ja auch aufregend natürlich. Ich wusste nicht so genau, was jetzt kommen wird. Und ich hatte so eine Idee, aber wusste auch nicht, ob es funktioniert. Und ich bin über das Ergebnis sehr erfreut. Ich finde, die Farben sind ja auch die Farben hier von dem Buchcover. Und deswegen, das passt alles. Du kannst natürlich immer ganz unterschiedlich arbeiten. Und den kleinen rosanen Klecks, den nehme ich gleich nochmal weg.
Und dieses Erhabene finde ich total schön. Gefällt mir total gut. Ich habe es weggewischt. Du kannst es hier nochmal sehen. Ich muss es dir einfach nochmal zeigen und vor allen Dingen muss ich es dir gleich nochmal richtig, wenn ich es jetzt scharf kriege, doch, ist nicht so mit der normalen Kamera hier nicht so gut, aber das reicht, glaube ich. Zeige ich es dir mal. Richtig, dieses Erhabene finde ich total toll. Ja, also auch auf den Feldern sehe ich jetzt immer noch diese wunderschönen orangenen Blumen und auch rosa und weiß und das sehe ich alles gerade und deswegen inspiriert mich das immer wieder. Und jetzt los, greif zu deinen Farben und lass es bunt werden. Auf Seite 90 ist das Bild Sommerliches Hofgeflüster und ja, das hat jetzt natürlich eine ganz dolle, starke Bedeutung für mich, denn nun werde ich die letzten Male da oben stehen können und die Sonne einfangen können auf der Treppe. Ja, dann ziehe ich um. Also du siehst, auch bei mir ändern sich die Geschichten und die Inhalte der Bilder natürlich. Und darum geht es ja auch in der Kunst. Und auf Seite 18 findest du eben genau etwas zu diesem Thema. Also gebe deinem Bild deinen Ausdruck, gebe deine Geschichte in dein Bild, so wie ich das hier heute auch wieder getan habe. Kannst du das auch machen und genau darum geht's. Also danke fürs Zuschauen, danke, dass ich dich hier begleiten darf, das freut mich total. Danke, dass ihr alle da seid, ich freue mich so sehr, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das ist einfach wertvoll, danke. Tschüss!